Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar gehe ich in diesem Video jetzt mal nicht besonders auf irgendwelche speziellen Techniken ein, sondern einfach mal ein wenig auf Erfahrungswerte, die ich jetzt inzwischen gesammelt habe aufgrund eurer YouTube-Kommentare und auch Feedback im Discord oder Fragen im Discord. Es kommen ja auch ständig wieder neue Leute rein in das Thema Comfy UI und Stable Diffusion und da dachte ich, ist es vielleicht mal sinnig, ein kleines Update-Video zum Handhaben von Comfy UI zu erstellen. Und ich werde euch jetzt mal einfach so ein paar gesammelte Tipps und Tricks hier geben, die das Handling von Comfy UI beschreiben und vielleicht dem einen oder anderen den Umgang damit auch erleichtern. Als allererstes haben wir mal die Shortcuts. Comfy UI kommt mit einer ganzen Latte an Shortcuts daher und die möchte ich euch eigentlich gerade mal kurz zeigen. Als allererstes, das kennt ihr bestimmt schon, ich gehe aber einfach mal die Liste durch. Ich habe die ein bisschen umsortiert, damit es hier vielleicht ein bisschen passender ist für den Videoablauf. Aber der erste Shortcut, den könnt ihr auch auf der Comfy UI GitHub-Seite nochmal sehen, ist Doppelklick mit der Maus. Dann kriegt ihr ein Suchfenster und hier könnt ihr nach Begriffen suchen, nach Nodes suchen, die ihr braucht und diese dann ganz bequem auswählen, natürlich Upscale. Ihr müsst natürlich richtig tippen, dann bekommt ihr aber entsprechende Ergebnisse. Ne, das ist doppelt Mausklick. Der nächste Shortcut ist Steuerung S. Der öffnet das Äquivalent zu Save hier unten. Das ist der Button Save. Damit könnt ihr euren Workflow speichern. Ist wahrscheinlich ganz praktisch, wenn man zwischendurch mal immer einen Zwischensave machen möchte. Der dritte Shortcut, und das fand ich ein bisschen verwirrend, ist nicht Steuerung L für Load. Nein, nicht Steuerung L, sondern Steuerung O. Damit könnt ihr das Ladefenster für eure Workflows ganz bequem und schnell öffnen. Finde ich ein bisschen verwirrend. Ich hätte eher Steuerung S für Save und Steuerung L für Load oder so erwartet, aber nein, das ist Steuerung O, wahrscheinlich für Open. Das ist das Äquivalent zu dem Load-Button hier. Vielleicht wäre es sinnig gewesen, den dann auch Open zu nennen oder so. Aber es ist Steuerung O. Mit Steuerung D könnt ihr den Default Graph öffnen. Also ein Graph ist hier, ne, der ganze Node-Aufbau. Das ist äquivalent zu dem hier unten, Load Default. Ist eigentlich immer ganz praktisch, wenn man mal ganz schnell was zusammenbasteln will oder einen Einstiegspunkt haben möchte. Dann kann man das mit Steuerung D einfach einmal laden. Mit Steuerung A selektiert ihr alle Nodes. Das ist eigentlich gang und gäbe. Steuerung A für Select All. Ist manchmal ganz praktisch, vor allem wenn man die Nodes ziehen möchte. Da kommen wir gleich aber auch nochmal zu. So, für den nächsten Shortcut baue ich mal eben kurz diesen Default Workflow um. Ich mache hier ein Preview-Image und wähle einmal einen anderen Checkpoint aus. Das ist nämlich Steuerung Enter und mit Steuerung Enter startet ihr das Ganze. Also das ist sowas wie Q-Prompt hier an der Stelle zu drücken, ist Steuerung Enter. Kann vielleicht ganz praktisch sein, wenn man hier gerade was eingetippt hat oder so und hier ein paar Werte verändert hat. Einfach Steuerung Enter hauen und das ganze Ding rattert los. Dazu gibt es noch einen weiteren Shortcut und zwar Steuerung Shift Enter. Und was Steuerung Shift Enter an der Stelle macht ist, nehmen wir mal an, ihr habt hier eine Reihe von Generations schon im Queue liegen, sagen wir mal 20 Generations und ich drücke Q-Prompt und der läuft los und ihr ändert irgendwas an diesen Werten hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir wollen die Steps einfach verringern, dann könnt ihr mit Steuerung Shift Enter euer gerade erstelltes Rendering einmal hier hinten im Queue an erste Stelle setzen. Das heißt, das wird dann als nächstes gemacht. Das kann ganz praktisch sein, wenn man Änderungen gemacht hat und dann die einfach mal schnell vorne in einem langlaufenden Queue platzieren möchte. So, wieder zurück auf 20 und er ist jetzt fertig. Dann gehen wir zum nächsten Shortcut und der ist noch gar nicht so lange dabei, wobei lange ist relativ, Oktober, November oder so, aber es war ein lang ersehnter Shortcut und zwar ist das Steuerung Z und Steuerung Y für Undo und Redo. Also wenn ich jetzt mal hier hingehe und ein paar Nodes lösche, kann ich mit Steuerung Z die Nodes wiederherstellen. Das ist manchmal ein bisschen hakelig,
Vor allem dann, wenn das nicht so ganz funktioniert, guckt mal, ob ihr vielleicht hier irgendwie mit dem Cursor in einem Textprompt hängt. Das ist, also, ihr habt gerade gesehen, ich musste zweimal Steuerung Z drücken, bis die Nodes wieder erschienen sind. Ich kann die nochmal löschen. So funktioniert's. Ich habe jetzt nochmal auf die Canvas geklickt. Wenn wir die löschen und der Cursor hängt hier, dann tut sich da nichts. Also die Canvas auswählen und dann Steuerung Z. Und mit Steuerung Y könnt ihr Schritte auch wieder herstellen. Also das ist so, wie ihr es eigentlich aus Windows und so kennt. Mit Steuerung M, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, könnt ihr eine Node muten. Dafür steht das M für Mute. Das ist äquivalent zu dem, als wenn ihr sagen würdet, ihr klickt rechts auf eine Node, sagt Mode und dann auf Never. Dann wird die so transparent grau. Und alternativ dazu ist Mode Always. Das könnt ihr auch ganz bequem mit Steuerung M machen. Und das ist ganz praktisch dafür, wenn man den Workflow einmal unterbrechen möchte an einer gewissen Stelle. Nehmen wir mal an, wir haben hier noch ein Upscaling und ihr möchtet nicht jedes Bild, was ihr hier vorne generiert als Basisbild, in ein Upscaling schicken. Dann könnt ihr in Richtung Upscaling eine Node muten und dadurch generiert ihr nur noch euer Basisbild. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr die Node wieder anmachen und dann dieses Basisbild ins Upscaling schicken, ohne dass ihr jedes Mal auch jedes misslungene Bild ins Upscaling schicken müsst. Das macht Steuerung M. Alternativ dazu gibt es noch ein Steuerung B. Und Steuerung B steht für Bypass. Das bedeutet, die Node ist zwar noch aktiv, aber ihre Funktionalität wird übersprungen. Und das können wir mal zum Beispiel sehen, wenn wir jetzt mal einen LoRa-Loader dazwischen packen, zwischen unser Model. Dann haben wir natürlich jetzt hier an der Stelle unser Model mit einer LoRa versehen, beziehungsweise unsere Bildgenerierung. So, ich lasse es einfach mal laufen. Das lädt jetzt natürlich ein bisschen. Ach verdammt, ich habe hier immer noch auf 20 stehen. Moment. Ich kann einfach Clear Q drücken. So, jetzt ist die LoRa mit integriert in die Bildgenerierung. Wenn wir jetzt Steuerung M sagen, was wir vorher hatten, dann wird das Ganze einen Fehler schmeißen, weil, ihr seht hier, der K-Sampler sagt, ihm fehlt das Model. Das funktioniert hier natürlich nicht, weil diese Node ist jetzt stumm geschaltet, gemutet und deswegen kommt hier hinten nichts mehr an. Der Process Flow geht jetzt von hier nach da und stirbt hier an der Stelle einfach ab. Und dafür ist Steuerung B, also Bypass, geeignet. Ich mache die Node mal wieder an mit Steuerung M. Alternativ könnt ihr natürlich auch hier Bypass auswählen direkt im Menü. Aber das ist ganz praktisch, wenn ihr die Bildgenerierung mal ohne so eine Zwischenschritt-Node ausprobieren möchtet, drückt ihr Steuerung B, dann wird die so leicht pink. Und wenn ihr dann wieder Q-Prompt drückt, dann funktioniert das Ganze wieder. Und was an der Stelle passiert ist, dass das Model, was wir hier vorne reinschicken, einfach hier hinten an den Output weitergeleitet wird, ohne dass diese Node irgendeine Funktionalität bereitstellt. Also in dem Fall, in unserem Fall jetzt hier, wird das LoRa nicht angewendet. Und mit Steuerung B können wir die wieder anmachen, Q-Prompt sagen, dann wird die wieder geladen und ab dem Zeitpunkt haben wir unsere LoRa wieder drin. Das ist ganz praktisch, um mal gewisse Dinge wieder auszuschalten, anzuschalten, ohne den Workflow umbauen zu müssen. Das funktioniert ja zum Beispiel auch bei ControlNets oder so, wenn ihr ein ControlNet Apply dazwischen habt. ControlNet Apply, ne, wo ihr ein ControlNet anwendet und dann theoretisch von dem Conditioning hier rüber geht. Das wird jetzt crashen, das werde ich nicht laden oder starten, weil uns fehlen alle anderen Dinge. Aber nehmen wir mal an, ihr habt ja ein Kenny, Depth Map, whatever, ControlNet eingebunden. Dann könnt ihr das mit Steuerung B wieder ausschalten und dann funktioniert das Ganze auch wieder. So, die können wir einmal löschen. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt direkt wieder. Ist er noch korrekt verbunden? Jawohl, die können wir eigentlich auch löschen. Und dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Mit Control-Klick oder Shift-Klick könnt ihr Nodes hinzufügen zu eurer Selektion. Das heißt, ihr wählt eine Node aus, haltet Control gedrückt und
wählt dann die weiteren Nodes aus. Das ist ganz praktisch zum Verschieben oder Gruppieren. Da kommen wir später auch noch ein bisschen zu, der Nodes. Das Ganze funktioniert auch mit Shift. Also entweder Steuerung, Linksklick oder Shift, Linksklick. Eine sehr wichtige Sache kommt jetzt. Ihr könnt Nodes ja kopieren. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Gerüst hier kopiert, Steuerung C, das ist zum Kopieren, irgendwo hinklickt und Steuerung V sagt, dann macht ihr eine Kopie dieses Aufbaus hier. Aber ihr seht, hier vorne ist nichts mehr verbunden. Das heißt, ihr habt eine cleane Kopie, die eigentlich nur... Einen Moment, die Katze klopft an die Tür. Ja, da musste ich mal cutten, Entschuldigung. Da war wohl sehr wichtig für die Katze gerade. Also mit Steuerung C, Steuerung V behält ComfyUI nur die Verbindungen innerhalb des kopierten Gerüstes drin. Was ihr alternativ machen könnt, wir löschen diese 3 Nodes mal. Und ihr wählt was aus und ihr drückt Steuerung C zum Kopieren und dann Steuerung Shift V. Das hat den Vorteil, dass, wie ihr seht, hier alle Verbindungen auch zu den nicht selektierten Nodes von vorher bestehen bleiben. Das heißt, mit so einem Setup könnt ihr eigentlich ganz bequem verschiedene Varianten oder zum Ausprobieren verschiedene Wege wiederherstellen. Das ist echt super praktisch, auch vor allem, wenn man irgendwie später hier hinten in einem Workflow ist und man hat seine VAE hier vorne geladen im Workflow, dann könnt ihr auch hingehen, irgendwie so ein Konstrukt hier einmal kopieren, hier hinten hingehen, Steuerung Shift V und ihr seht, dass die VAE von vorne hier noch verbunden ist. Wenn ihr dann hier einen weiteren Case-Sampler benötigt habt, so, dann könnt ihr ganz bequem von hier aus das verbinden und müsst nicht nochmal wieder ganz an den Anfang von eurem Workflow gehen, um die VAE hier anzubinden. Nur als Beispiel, natürlich kann man auch mit Reroutes die VAE noch verbinden. Das funktioniert alles, aber Steuerung Shift V ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Command, der auch super praktisch ist, vor allem wenn man später im Upscaling-Bereich die Conditionings von vorher wieder verwenden möchte, dann braucht ihr die nicht von Hand wieder verbinden, sondern könnt einfach Steuerung Shift V machen und das Ganze ist bereits verbunden. Der nächste Shortcut ist ein Alt-Shortcut, und zwar Alt-C. Damit könnt ihr Nodes kollapsen bzw. kollabieren und klein machen. Das kann ich euch mal hier zeigen. Alt-C, dann wird die klein. Und wenn ihr nochmal Alt-C drückt, dann wird die wieder groß. So im Workflow finde ich das unpraktisch zu benutzen, weil man ja eigentlich sehen möchte, was es alles macht und gibt und so. Wenn wir zum Beispiel hier den Case-Sampler klein machen und so, ist jetzt nicht gerade super praktisch für die Übersicht. Ein Anwendungsfall wäre aber zum Beispiel, wenn wir hingehen und sagen, wir möchten den Text hier in einen Input verwandeln, dann hier eine Primitive Node dranhängen mit dem Text, weil wir diese Geschichte, Moment, ich mache mal Steuerung C, Steuerung Shift V, irgendwann später nochmal wieder verwenden wollen, ne, dann haben wir hier auch den Text, dann haben wir hier ziemlich unnütze Fläche. Natürlich können wir das klein ziehen, das funktioniert, aber in so einem Anwendungsfall, denke ich, ist es schon ganz praktisch, wenn man mit Alt-C die Nodes kollapsen kann. Wir packen den Input mal wieder zurück in das Widget. So, räumen hier ein bisschen auf. Und ja, das ist ganz praktisch. Funktioniert übrigens auch, wenn ihr mehrere Nodes auswählt, dann könnt ihr die hin und her kollapsen. Alternativ dazu könnt ihr auch hier oben einen Doppelklick drauf machen auf diesen grauen Punkt hier, diesen dort. Dann funktioniert das auch. Aber es ist halt gerade praktisch, wenn man jetzt mal mehrere Nodes ausgewählt hat als C und das Ganze verkleinert sich und kann hier und da für bessere Übersicht sorgen. So, Delete kennen wir alle. Wir nehmen eine Node, drücken Entfernen oder Delete und sie ist weg. Mit Steuerung Z kriegen wir sie wieder hin. Manchmal hakelt es ein bisschen, wie eben gesagt. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit Backspace. Ne? Ist sie weg, ist sie wieder da mit Steuerung Z. Also Backspace und Delete machen an der Stelle dasselbe. Wenn wir jetzt allerdings Steuerung Delete drücken, dann passiert Folgendes. Dann fragt uns ComfyUI,
ob wir den Workflow clearen möchten. Wenn ich jetzt OK drücke, ist unser Workflow wieder weg. Und das ist äquivalent hier unten zu dem Clear-Button. Das macht Steuerung Delete. Machen Steuerung Z und da ist unser Workflow wieder da. Mit Shift und Drag. Und Drag heißt hier mit der Maus ziehen, könnt ihr mehrere Nodes gleichzeitig bewegen. Also wenn ich jetzt mal hier mehrere Nodes auswähle und Shift-Taste gedrückt halte, dann können wir alle Nodes bewegen, die wir selektiert haben. Das ist auch ganz praktisch, um den Workflow immer mal ein bisschen aufzuräumen. Das funktioniert nicht mit Steuerung, wie ihr seht. Das funktioniert dann mit Shift, also Shift-Taste gedrückt halten und linke Maustaste. Dann könnt ihr die selektierten Nodes ziehen. So, abschließend noch ein paar einfache Tastenkürzel. Da wäre zum Beispiel die Taste Q. Mit Q könnt ihr hier, wie ihr seht, den Q auf und zu machen. Und das kann auch ganz praktisch sein, wenn ihr hier so ein bisschen rumarbeitet und rumklickt und dann einfach mit Q den Q einmal aufmachen wollt, um zu gucken, wie die ganze Sache hier aussieht. Ich habe noch 11 Badges hier drin, das war zum Beispiel auch falsch. Da kann man ganz schnell mal Q und hier Clear Q wieder drücken, wenn man zu viele Bearbeitungen in den Q gehängt hat. Das ist ganz praktisch. Mit H könnt ihr die History öffnen. In der History habt ihr hier zum Beispiel, das ist ein bisschen ähnlich zu Steuerung Z auch. Also ihr habt hier die Möglichkeiten, auch alte Runs wiederherzustellen. Die sind nummeriert. Damit könnt ihr auch wieder auf die Schritte zurückgehen, die ihr im vorherigen Ablauf schon mal generiert habt. Das ist ganz praktisch. Das geht. Ah ja, hier seht ihr, hier haben wir noch unsere Beispiele von vorher. So, räume ich gleich wieder auf. Das geht mit der Taste H. Damit könnt ihr History auf und zu machen. Natürlich auch mit den Buttons hier, den Q und die History. Aber viele benutzen ja dann doch lieber Shortcuts. Mit R könnt ihr einmal refreshen. Das ist äquivalent hier zu der Taste. Also wenn ihr Models geladen habt im laufenden Betrieb und die tauchen hier nicht auf, könnt ihr R drücken. Dann kommt für einen Refresh und das Ganze erscheint bei euch wieder. Und zu guter Letzt, wenn ihr die Space-Taste, die Leertaste gedrückt haltet, das mache ich jetzt mal. Ich halte die Leertaste gedrückt und jetzt bewege ich nur die Maus, ohne zu klicken. Damit könnt ihr den Workflow bewegen, also beziehungsweise eure Ansicht auf den Workflow. Das funktioniert mit Leertaste und also nichts mehr klicken, sondern einfach die Maus bewegen. Solange ihr die Leertaste drückt, könnt ihr den Workflow mit der Maus bewegen, wie ihr wollt. Das waren die Shortcuts und passend zu der Leertaste möchte ich euch noch einen anderen Tipp mitgeben. Wenn ihr die mittlere Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr den Workflow auch ziehen. Da müsst ihr die mittlere Maustaste drücken und dann ziehen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die linke Maustaste drückt, das mache ich gerade, den Workflow auch ziehen. Allerdings, wenn ihr richtig große Workflows habt und ihr scrollt mal raus, dass das Ganze so aussieht und ihr fangt dann an, also stellt euch mal vor, wir haben hier alles voll mit irgendwelchen Nodes und es ist einfach ein riesen Workflow und ihr fangt an hier zu ziehen, dann kann es passieren, dass ihr irgendwann mal hier in so ein Eingabefeld reinkommt. Hier seht ihr, da habe ich eins erwischt. Das ist jetzt zwar ein Dropdown, den merkt man, aber es kann passieren, dass ihr auch sowas wie die Steps erwischt. Ah, guckt mal hier. Ich habe die CFG erwischt, gerade beim Ziehen. Die müsste eigentlich auf 8 stehen, die steht jetzt aber auf 8,3. Und das passiert, wenn man mit der linken Maustaste wie wild durch seinen Workflow zieht. Dann erwischt man manchmal so ein Dings und man wundert sich mal ganz kurz, oh Moment, warum funktioniert das denn nicht? Ah ja, jetzt geht's wieder. Und hat dann allerdings hier schon einen Wert verstellt. Und das kann sehr ärgerlich sein irgendwann, weil ihr habt irgendwie 5 oder sogar 10 Sampler oder sowas, hier ganzen Stärken von irgendwelchen Control-Nets und LoRa's und whatever eingebaut. Dann kann das sehr, sehr ärgerlich sein, wenn ihr irgendwann mal aus Versehen einen Wert davon ändert. Und deswegen benutzt die mittlere Maustaste. Weil die mittlere Maustaste, damit geht das auch. Ich drücke die gerade, damit könnt ihr auch ziehen, aber wenn ich mit der mittleren Maustaste jetzt hier in so ein Feld reinklicke, ihr seht das schon, dann ändert ihr die Werte nicht mehr. Deswegen gewöhnt euch am besten an, die mittlere Maustaste zum Ziehen zu verwenden
oder Space und dann mit der Maus ziehen. Ich benutze aber immer die mittlere. Das ist für mich irgendwie praktischer. Muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, ist aber auf Dauer wirklich angenehmer. Im nächsten Punkt dieses Videos jetzt geht es um das Updaten von ComfyUI. Ich weiß, im Manager gibt es eine Update-All-Funktion. Es ist aber schon passiert, dass die nicht immer funktioniert korrekt. Also meiner Erfahrung nach funktioniert die zwar für die Custom Nodes, die man installiert hat, allerdings funktioniert sie nicht unbedingt zwangsläufig immer. Ich habe noch kein Schema entdeckt, ich weiß nicht warum, aber immer auch auf die Basisversion von ComfyUI. Und deswegen würde ich euch raten, updatet euer ComfyUI immer manuell und danach einmal starten und dann die Nodes updaten. Und wie das geht, können wir jetzt mal hier gucken. Im Windows Portable geht in euren Update-Folder und benutzt die Update ComfyUI BUT. Daraufhin erscheint dann so ein Fenster hier. Es wird über Git die letzte Version gezogen und das Ganze ist dann zumindest in der Basisversion up to date. Wenn ihr das Ganze jetzt im Linux machen wollt, geht hin und geht in euer ComfyUI und sagt einmal git pull. Dadurch wird die neueste Version runtergeladen und dann könnt ihr hier auch ComfyUI wieder starten und dann sind wir auch wieder hier am nächsten Punkt, weil egal ob über Linux oder Windows, dann haben wir den ComfyUI Manager und dann könnt ihr einmal sagen Update All. Das zieht euch dann die neuesten Versionen aller Custom Nodes runter aus Git. Ihr könnt aber auch erstmal sagen Fetch Updates. Danach müsst ihr die aber allerdings manuell updaten. Ich habe es heute noch nicht gemacht. Ich update mein ComfyUI täglich. Ich mache mal Fetch Updates. Dann wird uns gesagt, es gibt eine abgedatete Version. Und Fetch Updates is not an update. Please update from install custom nodes. Das meinte ich gerade mit, ihr müsst jetzt hingehen und das Ganze manuell nachinstallieren. Wenn ich nochmal Close drücke, Update All macht das automatisch im Hintergrund und der Manager wird euch irgendwann sagen, eure Nodes sind up to date. Bitte einmal restarten. Das geht inzwischen auch schon dann über die Oberfläche hier, drückt Restart und der Server restartet sich. Der Server ist in dem Fall ComfyUI. Allerdings mit der Variante hier habt ihr ein bisschen mehr Möglichkeit. Wenn ihr jetzt nämlich im Install Custom Nodes Verzeichnis hier guckt und ihr macht hier oben Filter Update, dann seht ihr, für was es alles Updates gibt. Und das mit etwas Glück bringt euch dann in die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel mal hier seht, guck mal, das Impact Pack hat ein Update. Ich gucke mal eben auf der GitHub-Seite und schaue nach, ob es hier irgendwelche Update-Nodes gibt. Notices, Nodes, nicht Nodes mit D, sondern Nodes mit T. Da kann man dann so ein bisschen vielleicht erahnen, was sich jetzt in diesem Pack getan hat. Alternativ dazu ist es dann vielleicht auch ein guter Punkt, mal hier oben rechts, es gibt hier einen Button, da steht da eine Nummer und dann steht dahinter Commits. Das sind sogenannte Check-ins der Entwickler, also die Updates, die sie eingespielt haben. Manchmal ist es ganz praktisch, hier reinzugucken, weil dann sieht man nämlich an den Kommentaren, was sich getan hat. Es muss nicht unbedingt immer was an der Funktionalität bei solchen Updates passiert sein oder es müssen nicht immer neue Funktionalitäten hinzugekommen sein. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ihr seid ein Windows-User und es funktioniert alles bei euch, aber vielleicht hat sich ein Mac-User bei dem Entwickler gemeldet und der Entwickler hat einfach einen Fix für Macs eingespielt und das Update bekommt ihr dann auch. Also dann steht auch in eurem Manager, dass es ein Update für das Pack gibt, aber es betrifft euch nicht 100%. Oder eigentlich, wenn es Mac-Fehler war und kein Windows-Fehler, 0%. Aber das ist immer ein ganz guter Anhaltspunkt, um mal zu gucken, was sich so getan hat. Wenn ihr Python-affin seid, könnt ihr hier noch reingehen und schauen, was sich im Code getan hat. Ich denke aber mal, das interessiert jetzt nicht so viele. Aber hier diese Check-in-Kommentare,
die sind immer ganz gut. Wenn wir zum Beispiel mal in die ComfyUI Essentials schauen, da weiß ich, Matteo hat immer eine sehr gute Dokumentation. Auch hier oben sehen wir die Commits, da klicken wir drauf und hier können wir zum Beispiel ganz gut sehen, dass Matteo die Stable 123 Batch Node aus den ComfyUI Essentials entfernt hat, weil sie jetzt inzwischen im ComfyUI selber verfügbar sind. Also ComfyAnon hat die eingebaut. Dadurch hat Matteo die natürlich bei sich aus seinem Pack rausgebaut. Das hat aber natürlich dann zur Folge, dass wenn ihr vorher einen Workflow gespeichert habt, der die ComfyUI Essentials benutzt hat, dass diese Node nicht mehr funktioniert. Und wenn ihr wissen wollt, Moment mal, was ist denn da passiert oder so, geht hier auf die Commits und mit etwas Glück haben die Entwickler dann auch sprechende Check-in-Kommentare hier hinterlassen. Buggy. Also das wäre dann auch zum Beispiel so ein Update gewesen. Da hat Matteo irgendeinen Bug gefixt. Ihr kriegt in eurem ComfyUI nur gesagt, hey, da gibt's ein Update. Denkt vielleicht, oh, super, neue Funktionalitäten oder was auch immer. Nee, es war ein kleiner Bugfix. Ja, das sind so ganz gute Anhaltspunkte, um mal zu schauen, was sich hier getan hat. Und dann könnt ihr hier entweder Update drücken. Da würde ich euch empfehlen, das für alle zu machen, die hier vorgeschlagen werden, oder halt ein Update All dann nochmal, wenn ihr das nicht von vornherein gemacht habt. Dann kriegt ihr die neuesten Versionen. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass es die Möglichkeit gibt, vielleicht hier ein bisschen was rauszufinden, was sich an den Nodes geändert hat. Ich mache jetzt mal eben Update All, weil ich es nicht leiden kann, wenn da nicht gepullte Änderungen sind. Bei Update All könnt ihr das dann auch in der Konsole sehen. Das Ganze rattert dann los, updatet alle Nodes. Dauert ein bisschen. So, jetzt ist er fertig und dann könnt ihr hier Restart drücken. Okay, dann sehen wir hier in der Konsole auch wieder, dass der ComfyUI-Server neu gestartet wird. Und sobald er wieder da ist, können wir auch wieder weiterarbeiten. Bei Windows ist es ein bisschen anders. Dann öffnet sich automatisch ein neues Browserfenster. Dann könnt ihr das alte schließen, obwohl hier steht Reconnect und das neue benutzen. Euer letzter Workflow wird sowieso geladen. Bei mir ist es jetzt derzeit ein bisschen unterschiedlich, weil ich mein ComfyUI in die WSL Linux-Integration ins Windows installiert habe. Ja, aber ne, bei Windows, ihr seht es ja selber, es öffnet sich einfach ein neuer Tab. Es ist übrigens auch wichtig, dass ihr euer ComfyUI parallel die Custom Nodes alles immer gleichzeitig up-to-date haltet. Weil ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Wir haben hier ein ComfyUI. Moment, hat er das jetzt richtig gemacht? ComfyUI in der Version 1. Na, das ist falsch, ne? Ja, Dankeschön dafür. Jetzt ComfyUI V1. So, das ist Variante 1 von ComfyUI. Und hier habt ihr jetzt Custom Nodes installiert, die auch in der jetzt Custom Node V1. So, davon machen wir mal 3. Die sind alle so gebaut, dass sie mit der aktuellen ComfyUI-Version arbeiten können. Wenn ihr die jetzt nicht parallel updatet, also euer ComfyUI, dann, also euer ComfyUI und die Custom Nodes, dann könnte es sein, dass die auseinanderlaufen. Dann kann es nämlich sein, dass vielleicht die ersten beiden Custom Nodes Funktionalitäten von der alten ComfyUI-Version verwenden, diese Custom Node hier aber inzwischen Funktionalitäten von der V2 braucht. So, und wenn ihr dann Custom Node Version 1 mit ComfyUI Version 2 laufen lassen wollt, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Das heißt, ihr müsst zumindest diese Node auch auf V2 updaten. Andersrum kann das Ganze auch passieren. Wenn ihr euer ComfyUI hier jetzt nicht geupdatet habt, sondern nur die Custom Nodes, dann habt ihr ja diese Variante hier und dann kann es sein,
also dass die Custom Node nicht mehr funktioniert und auch einen Error schmeißt. Also ihr müsst eigentlich immer, wenn es irgendein Update gab, variabel, es kann ja sein, dass es von ComfUI eine neue Version gab. Dann habt ihr hier in der Variante, gibt es auf einmal auch eine neue Version für diese Custom Node, sowie für die hier unten. Dann müsst ihr alles updaten, dass das wieder passt. Wenn es für diese Custom Node hier kein Update gab, dann wird die wahrscheinlich auch mit der ComfUI Version 2 funktionieren. Aber was ich sagen möchte ist, updatet euer ComfUI, updatet parallel dazu über den Manager alle Custom Nodes, die ein Update zur Verfügung haben. Ansonsten kann es immer zu Diskrepanzen zwischen diesen Versionen kommen und Funktionalitäten, die von den Custom Nodes benötigt werden, sind im Basis-ComfUI verändert worden oder erweitert worden. Oder es sind sogar in den neuen Versionen neue Funktionalitäten hinzugekommen, die inzwischen auch die Custom Nodes dann verwenden. Und wenn ihr dann sowas habt, dass diese Custom Node Funktionalitäten verwenden möchte, die in der neuen ComfUI-Version dabei sind und ihr habt euer ComfUI aber nicht up-to-date, dann funktioniert das hier auch nicht mehr. Das wird euch alles Error schmeißen. Kurz und bündig gesagt, updatet euer ComfUI, startet den Server, ladet alle Custom Node Updates, die es für euer Setup gibt, runter, installiert die auch und ihr seid immer clean. Es passiert häufig, dass Fragen kommen in die Richtung, das und das funktioniert bei mir nicht mehr oder ich habe deinen Workflow geladen und der Error tritt auf. Dann ist die Standardfrage eigentlich immer, ist dein ComfUI up-to-date und sind deine Custom Nodes up-to-date? Und sehr, sehr oft ist der Fall, dass es da eigentlich Diskrepanzen gab. Gut. Der nächste Punkt ist Drag and Drop. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, aber die Fragen tauchen doch immer wieder mal auf, beziehungsweise es wird nach Workflows gefragt, obwohl ein Bild gepostet wurde und sehr viele sind dann halt überrascht, gerade Neueinsteiger, dass man in ComfUI mit ComfUI generierte Bilder reinziehen kann, um den Workflow zu erhalten. Und ein Beispiel dafür ist die ComfUI-Seite selber. Wenn wir da mal drauf gehen und auf Examples, dann können wir jetzt hier zum Beispiel mal, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal Model Merging. Dann kann man hingehen, sich das Bild schnappen, in sein ComfUI reinziehen und man kriegt den Workflow, der hinter diesem Bild liegt. Das funktioniert auch mit generierten Bildern. Ich versuche mal eins zu finden. Hier im InPainting gibt es generierte Bilder. Nehmen wir einfach mal das. Man nimmt dieses Bild, zieht es in sein ComfUI, lässt es irgendwo fallen und kriegt den Workflow, mit dem dieses Bild generiert wurde. Bei dieser Save Image Node passiert das automatisch. Ich muss mal eben gucken, ob ich die andere installiert habe. Ich glaube nicht. Es gibt auch Save Image Nodes, die die Möglichkeit bieten, dass man das ausschalten kann, dass der Workflow embedded, nennt man das, ist. Allerdings, das erstaunt anscheinend immer noch viele, gerade Neueinsteiger, wie gesagt. Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz nützliche Info, das nochmal zu sagen, wenn ihr irgendwo ein Bild seht, was gepostet wurde, viele generieren ihre Bilder, generieren die Bilder, nehmen das Bild, laden es irgendwo hoch, zum Beispiel bei uns im Discord und dann kommt die Frage nach, kann ich mal den Workflow dafür sehen? Und dann ist die Antwort immer, der befindet sich im Bild. Dann könnt ihr das reinladen. Übrigens, wenn ihr im Discord seid, das funktioniert im Discord, allerdings nicht über die Preview im Chat, sondern ihr müsst dann über die Open Browser Funktionalität gehen. Also im Discord ist dann unten Open in Browser oder im Browser öffnen auf Deutsch und dann öffnet sich das in eurem Browser und dann könnt ihr es, wie ich es gerade gezeigt habe, rüberziehen und in euer ComfUI reinziehen und dann funktioniert das Ganze. Ihr könnt auch Bilder, die, Moment, ich ziehe das mal ein bisschen nach rechts, die auf eurer Platte liegen oder so, mal den Input-Folder. Ihr könnt hier auch einfach in diese Load Image Node reinziehen und dann erscheinen die. Ein Problem dabei ist, ihr seht schon, er hat jetzt hier Klammer 1, Klammer auf 1, Klammer zugemacht.
Die werden dadurch leider irgendwie dupliziert in eurem Input-Folder. Das ist ein bisschen doof. Wenn ihr ein Bild kopiert, nehmen wir mal hier Johnny Depp, und dann hier mit Steuerung V einfügt übrigens, dann kriegt ihr automatisch eine Load Image Node und ihr könnt das Bild verwenden. Das nur mal so nebenbei. Gut, jetzt muss ich nochmal eben hier ein bisschen aufräumen. Ich gehe nochmal zurück und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, das sind die Folders an sich. Das habe ich auch schon gehört, dass manche nicht wissen, wo Comfy-UI die Bilder speichert oder wo man diese Bilder hierher bekommt. Im Input-Folder, also im Load-Image. Habe ich schon gespoilert. Einfach nur mal ganz kurz am Rande. Im Comfy-UI gibt es mehrere Ordner. Wir sehen, ich bin hier im Comfy-UI-Ordner selber. Und da gibt es einmal den Output-Ordner. Und im Output-Ordner landen die Bilder, die ihr mit Save Image abspeichert. Die landen da drin. Ihr könnt auch Ordner hier vorne noch angeben. Dann packt euch das in die Ordner, also dann wird das in Ordner wegsortiert. Es gibt auch Nodes, die sind dann ein bisschen besser aufgebaut. Ich muss noch ein paar Nodes nachinstallieren hier nach meinem Switch. Die sind so aufgebaut, da könnt ihr auch noch einen Ordnernamen eingeben. Damit könnt ihr euch ein bisschen organisieren. Dann gibt es den Input-Folder. Ups, verklickt. Den Input-Folder. Hier sind alle Bilder drin, die für die Load-Image-Node vorgeschlagen werden. Die Load-Image-Node achtet dabei nicht auf Subfolder. Die Subfolder hier oben habe ich mir mal für mich gemacht. Ein paar werden auch erstellt, wie zum Beispiel Clipspace oder Pasted. Die erstellt Comfy-UI dann selber. Aber hier findet ihr die Bilder, die hier für die Load-Image-Node verwendet werden. Und wie eben im Beispiel gesehen, wir haben hier Kopien erstellt gekriegt. Die kann ich eigentlich markieren und einmal löschen. Die Kopien brauchen wir nicht. Das ist durch das Drag and Drop passiert hier in die Load-Image-Node. Hier ist auf jeden Fall die Stelle, wo ihr diesen Ordner hier oder diese Auswahlmöglichkeit einmal aufräumen könnt oder halt auch euren Bildern, anders als ich hier gerade, sprechende Namen geben könnt, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher für euch zu machen. Ja, ich weiß, ich wollte die Bilder schon immer mal umbenennen, aber ihr wisst, wie es ist. Ein weiterer Ordner, der euch den Hintern retten kann, ist, wenn wir jetzt hier eine Preview Image Node haben. Moment, ich mache mal Load Default und sage, hier möchte ich mal eine Preview Image Node haben. Wir eben einmal den Server restartet und wir sagen mal QPrompt. Achso, er hat das Anything Model, ist egal. Es gibt nämlich einen Ordner im Comfy-UI, der nennt sich Temp. Und in diesem Temp-Ordner legt Comfy-UI auch die Bilder ab, die ihr nur mit einer Preview Image Node versehen habt, beziehungsweise auch die in den Zwischenschritten mal als Preview rauskommen. Die sind da noch vorhanden. Also wenn ihr jetzt irgendwie nur mit Preview Images gearbeitet habt, so, da haben wir unser Bild. Wenn ihr jetzt nur mit Preview Images gearbeitet habt und ihr denkt euch, verdammt, Mist, jetzt habe ich die ganzen Bilder eigentlich gar nicht gespeichert, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, einmal in den Temp-Ordner reinzugehen. Ich muss einmal F5 drücken zum Refreshen und hier sehen wir das Bild, was ich jetzt gerade hier generiert habe. Die sind noch da, solange Comfy-UI noch läuft. Das heißt, wenn es euch rechtzeitig auffällt, dass ihr Bilder generiert habt, aber die nicht gespeichert habt, könnt ihr die hier nochmal wieder rausziehen. Das funktioniert. Der Temp-Folder wird allerdings gelöscht, wenn ihr den Server stoppt. Und das möchte ich euch mal eben zeigen. Einen Server stoppen, das macht ihr mit dem Befehl STRG C in der Konsole. Also STRG C, dann steht hier Stop Server und der Server wurde beendet. Und jetzt haben wir auch keinen Temp-Ordner mehr hier. Der wurde jetzt gelöscht. Unter Windows, wenn absolute Not herrscht und ihr wollt die Bilder behalten, dann könnt ihr euch auch eure Command-Line oder die Konsole so beenden. Das würde ich aber nicht raten,
weil ihr seht, dass bei einem vernünftigen Server-Stop noch Dinge passieren von Comfy.ui. Also Comfy.ui merkt, okay, der Server wird gestoppt, ich fange jetzt nochmal an aufzuräumen und hinterlasse meine Arbeitsumgebung sauber. Und wir wissen nicht, ob noch andere Dinge im Hintergrund aufgeräumt werden von Comfy.ui beim Stoppen eines Servers. Deswegen ist es ganz gut, wenn ihr den sauber mit Steuerung C einmal beendet. Aber als kleiner Hinweis, ne, der Temp-Folder, wenn ihr nur die Konsole abschießt, dann hat Comfy.ui nicht die Möglichkeit, diesen Temp-Folder aufzuräumen oder zu entfernen. Und dann könnt ihr unter Umständen noch eure Bilder retten. Das hat mir auch hier und da schon mal den Hintern gerettet, wenn ich jetzt für YouTube-Thumbnails oder sowas brauchte. Dann, ja. Aber beendet eure Comfy.ui, indem ihr sauber den Server anhaltet. So, ich starte Comfy.ui noch einmal neu. Dann verbindet sich das gleich wieder hier. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ihr eine Automatic 11.11 Installation habt oder sogar mehrere Installationen von Comfy.ui, das geht ja mit der Portable-Version, ihr könnt euch beliebig viele Portable-Versionen installieren mit verschiedenen Node-Setups oder so oder mal zum Rumprobieren, also eine vielleicht als Testumgebung, eine als Produktivumgebung. Es sind ja auch die ein oder anderen im beruflichen Bereich unterwegs mit Comfy.ui. Das funktioniert. Dann ist es natürlich nur extrem lästig, wenn man die ganzen Models mehrfach benutzen muss. Und normalerweise, ihr kennt das, es gibt das Models-Verzeichnis in Comfy.ui und da gibt es den Checkpoints-Ordner und alle möglichen Ordner, LoRa's. Ne, ihr kennt das, das habe ich auch schon oft gezeigt. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, dass ihr alle Comfy.ui-Versionen, die ihr habt, umstellen könnt, dass sie dieselben Model-Verzeichnisse verwenden. Und dafür gibt es hier unten eine extra model-paths.yaml.example-Datei. Und in diese Datei, also die müsst ihr erstmal umbenennen, dann müsst ihr das .example hier hinten wegmachen, also einfach F2 und dann das Example wegmachen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich hier es schon habe. Und wenn wir dann mal sagen, wir möchten das einmal im Editor auswählen, so, dann sieht das Ganze so aus. Und hier habt ihr die Möglichkeit, entweder einzutragen, wo eure Automatic 11.11 Version liegt. Dann zieht sich Comfy.ui die Models und alles, was es braucht, aus der Installation. Ihr könnt aber hier unten auch, gucken wir eben hier rein, das Ganze ist auskommentiert. Das ist die .example-Datei. Hier vorne ist so eine Raute. Oder wie wir damals gesagt haben, Lattenzaun. Hier ist eine Raute und das müsst ihr einfach durch Entfernen auskommentieren. So, in dieser Datei. Und dann könnt ihr hier eintragen, wo einmal euer Basis-Path zu den Models ist. Und hier könnt ihr so benamst, wie die Ordner sind im Models-Folder, auch weitere Folder angeben. Und diese Pfade hier werden dann beim Starten von Comfy.ui mit hinzugezogen. Und da könnt ihr auch Custom-Folder hinzuziehen. Wie ihr zum Beispiel hier unten seht, hier habe ich auch die IP-Adapter-Models hinzugefügt. Die sind ja nicht standardmäßig bei Comfy.ui dabei. Aber Comfy.ui ist so schlau und erkennt das dann, dass er nach einem IP-Adapter-Folder suchen muss. Und zwar an dem angegebenen Pfad. Und der ergibt sich hier oben aus dem Basispfad und aus dem Pfad, den ihr hier unten eintragt. Und das Ganze sieht im Dateisystem dann so aus. Ich habe mir hier einen Models-Ordner erstellt und hier sind die ganzen Models drin, die ich für Comfy.ui verwende. Und das hat jetzt den Vorteil, ich kann die einmal für meine Windows Portable Version verwenden. Ich kann die aber auch, wie hier, für meine Linux Version verwenden. Für Linux müsst ihr dann natürlich auch den entsprechenden Pfad eingeben, euren Linux-Pfad, für Windows den entsprechenden Windows-Pfad, aber wie ihr seht, ist Comfy.ui in der Lage, die ganzen Models und alles zu finden, obwohl sie ausgelagert aus dem Comfy.ui-Ordner selber sind. Also hier in meinem, ich zeige mal gerade meine laufende Version, Models, Checkpoints, hier befindet sich nichts drin,
Nichtsdestotrotz kann die Load Checkpoint Node die Models finden und das liegt daran, dass ich die halt hier in der extra Model Paths.yaml Datei hinterlegt habe. So, wo wir gerade in den Ordnern sind. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass ich hier vorne, ich habe hier noch ein 15 Slash drin stehen und ich habe hier ein SDXL Slash drin stehen, plus ein paar lose Dinger. Wenn man jetzt mal in meinen LoRa's Ordner guckt, LoRa Loader Model Only, dann habe ich das gleiche hier auch. Wir sehen hier vorne eine 15, wir sehen hier unten SDXL und hier habe ich auch noch dazwischen Celebs gepackt, weil das sind eigentlich die LoRa's, die ich nur verwende, um Mischungen aus Gesichtern zu kriegen. Nicht die Celebrities selber, sondern Mischungen. Das hatte ich auch schon im Video gezeigt, dass ich irgendwie 3, 4 LoRa's mische, um mich gesichtstechnisch von den trainierten Models ein bisschen lösen zu können. Das Praktische ist dann aber, dass man hier oben in der Filterlist, wenn ich jetzt 15 angebe, kriege ich jetzt zum Beispiel nur alle LoRa's, die für Stable Diffusion 15 sind. Ich kann SDXL eingeben und kriege alle LoRa's, die nur für SDXL sind. Ich kann jetzt aber auch Celebs eingeben und kriege dann alle LoRa's, die für diese Gesichtsbearbeitung verfügbar sind. Und das Ganze ist im Prinzip super einfach, weil ihr geht einfach in euren Models-Folder rein, da in LoRa's, und ich habe mir hier einfach Subfolder angelegt. Hier sehen wir wieder die 15, die SDXL. Ich habe hier noch was zum Testen. Und wenn wir mal in den 15 reingehen, seht ihr hier den Celebrities-Ordner für die Gesichtsgenerierung. Das ist eigentlich super praktisch. Also ihr könnt ganz bequem eure Models sortieren, indem ihr sie in Subfolder packt, und ComfyUI nimmt diese Struktur auf, packt euch das hier vor und ihr könnt ganz bequem dann danach suchen. Allein schon SDXL und 1.5 Models zu trennen macht Sinn, aber ihr könnt auch weitere Trennungen vornehmen, wie zum Beispiel Cartoon Style, Realistic Photography, was auch immer. Ich denke, ihr versteht den Punkt dahinter. Das erlaubt es euch halt einfach wesentlich schneller, mal, wenn ihr SDXL machen wollt, SDXL in die Suche einzugeben, und dann habt ihr alle SDXL-Models. Ihr müsst natürlich anfangen, das beim Runterladen schon zu sortieren. Es spart euch nach hinten hin aber Ärger, und gerade auch für Anfänger ist es, glaube ich, ganz gut, die noch nicht so mit Models hantieren können oder nicht genau wissen, was ist jetzt Stable Diffusion 1.5 oder so. Das ist ganz praktisch. Auf Civit AI steht zum Beispiel immer rechts in einem Kästchen, welche Version das ist. Also achtet drauf beim Runterladen, das direkt in den richtigen Subfolder zu packen, und ihr habt im ComfyUI wesentlich weniger Stress, die richtigen Models auszuwählen. So, was manche vielleicht auch noch nicht wissen, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar ist es so, machen wir jetzt zu, das brauchen wir nicht mehr. Ihr könnt mehrere ComfyUI-Instanzen laufen lassen. Und das Ganze funktioniert einfach so: Nehmt die URL hier oben, kopiert euch die einmal, öffnet einen zweiten Browser-Tab, sagt STRG V, und ihr habt ein zweites ComfyUI laufen. Und die beiden können sogar voneinander getrennt funktionieren. Ihr könnt zwar nur einen immer starten, einen Workflow, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Setup haben, wo wir jetzt sagen, wir möchten hier ein Load-Image haben, das Ganze packen wir in ein VAE-Encode. Halt, das ist schon falsch. VAE-Encode for InPaint wollte ich mal für das Beispiel haben. Wir verbinden die Pixel, wir verbinden die VAE. Ist nicht ganz sauber, ich weiß. Wir verbinden die Maske und wir schicken das Ganze hier rein. Das heißt, wir brauchen auch diese Latent Image nicht mehr. Dann könnt ihr ganz bequem hingehen und euch mit dem ersten Workflow ein Bild generieren. Das Bild dann von hier hinten kopieren, dann hier rüber gehen wieder, hier einfügen und dann hier mit Maske versehen und ein Inpainting betreiben. Und dann das Ganze hier speichern, wie ihr es haben wollt, und so immer switchen. Das heißt, ihr braucht nicht einen großen Workflow bauen, der alles kann. In dem Fall wäre alles ja ein Workflow zur Generierung eines Bildes.
und danach noch ein In-Painting in diesem Workflow, sondern ihr könnt das sauber und getrennt einfach handhaben, indem ihr sagt, ich habe jetzt hier einen Workflow zum Generieren und danach einen Workflow, um die Bilder mit In-Painting bearbeiten zu können. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wesentlich übersichtlicher. So, ich räume mal eben schnell wieder auf, drücke STRG D, um mir wieder ein Default-Setup zu laden. Und es gibt seit, ich weiß gar nicht mehr wie, für mich ist es noch relativ neu, obwohl es ist, glaube ich, auch schon wieder 2 Monate alt oder so. Es gibt Comfy intern eine Node Group Function und die ist ziemlich cool. Nein, ich mache Clear lieber. Und zwar könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Setup am Anfang baut, was zum Beispiel besteht aus einem Load Checkpoint, aus 2 Clip Text Encodes, ne, die das Prompting sind. Sagen wir mal, wir wollen hier noch einen VAE-Loader mit hinzunehmen, um die VAE austauschen zu können. Dann könnt ihr jetzt hingehen, alles markieren, irgendwo hierhin in die leere Fläche klicken und Convert to Group Node sagen. Dann könnt ihr einen Namen eingeben. Ich nenne das mal Loaders. Und wir haben nur noch eine Node, die alles in sich vereint. Und mit der kann man dann auch schon arbeiten. Das funktioniert. Wir können jetzt zum Beispiel hier einen Case-Sampler nehmen. Wir können das Model verbinden. Wir haben hier einmal unser Positive und unser Negative. Uns fehlt noch ein Latent Image. Das heißt, wir können jetzt hier wieder hingehen und sagen, Moment, Convert to Nodes hier oben. Da muss man wieder auf die Node draufklicken. Das heißt, wir nehmen noch ein Empty Latent Image dazu. So, wählen die ganzen Nodes wieder aus, sagen wieder Rechtsklick, Convert to Group Nodes. Wir geben es denselben Namen, dann bekommt wir einmal sagen, Achtung, es gibt aber schon sowas. Ja, möchten wir überschreiben. Und jetzt haben wir die ganzen Werte hier auch wieder vereint in unserer Group Node. Wir können das Latent Image hier reinpacken. Und jetzt können wir hier wie gehabt unsere Sachen auswählen. Wir können hier sagen, wir möchten diese VAE verwenden, diese hier. Wir haben hier übrigens 2 VAE Outputs jetzt hier. Der hier oben ist der aus der Loader Checkpoint Node und der hier ist aus der Load VAE Node. Das steht dann hier auch, ne? VAE Loader VAE. Also mit den Namen kommt man dann auch ganz gut zurecht. Hier können wir unsere Latent Sizes eingeben. Wir können jetzt hier sagen Acute Cat Text Watermark und hier hinten wie gehabt weiter basteln mit einem VAE-Decode. Dann nehmen wir unsere Custom VAE aus dem Loader und hier hinten ein Preview Image und dann funktioniert das Ganze. Und das ist ziemlich praktisch, um sich einfachere Nodes zusammenzubauen. Es funktioniert nicht unbedingt immer bei allem, zeige ich euch gleich auch. Für sowas ja. Es gibt aber noch einen kleinen Fehler dabei. Ich warte mal eben kurz, bis das Ding geladen ist. So, jetzt ist es geladen. Jetzt kriegen wir unser Katzenbild. Jetzt wird die VAE noch geladen und da ist es fertig. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Was nicht ganz gut funktioniert ist, beziehungsweise das muss ich erst nochmal checken. Beim letzten Mal war es so. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten mal die Width und die Height hier hinten hinzufügen. Und dann nehme ich mal aus Comfy Roll Aspect Ratio unsere 1.5 Aspect Ratio. Und wir können hier die Width und die Height verbinden. Und wir sagen jetzt, wir möchten ein 3:4 Porträt von einer Katze haben. Dann sehen wir, das funktioniert irgendwie noch nicht so gut. Er hat trotzdem 512 mal 512 genommen, obwohl wir hier andere Werte angegeben haben. Ja, ganz rund ist es noch nicht. Ich glaube, es macht Probleme, wenn wir die Eingabefelder auslagern. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten mal unser Positive auslagern und sagen Acute Doc. Mal gucken, ob das funktioniert. Das hat funktioniert. Das mit diesen Comfy Roll Dingern nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist immer ein bisschen komisch.
Nichtsdestotrotz ist es eine ziemlich coole Funktion. Da zeige ich euch auch nochmal ein anderes Beispiel für. Ich möchte das mal wieder zurückdrehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Upscaling hier hinten dran bauen wollen. Ich suche mal nach Upscale mit Model Loader. Dann nehmen wir ein Image Upscale with Model. Wir wollen dieses Bild hochskalieren. Wir wollen dieses Bild wieder runterskalieren. Image Resize. Sagen wir mal auf 1024. Keep Proportion richtig. Langsass. So. Und gleichzeitig möchten wir hier noch diese VAE-Decode mit reinnehmen. Und hier hinten, also die VAE-Decode kommt ja hier rein dann an der Stelle. Wir brauchen aber auch noch eine VAE-Encode. So. Die diese Pixel hier nimmt. Nein, das war falsch. Wir brauchen eine VAE Decode Node noch für hier vorne, die dann später diese Samples hier annimmt. Und von hier aus gehen wir mit dem Bild da rein. So. Und hier hinten brauchen wir ja noch für den zweiten Sampler eine VAE Encode Node, die dann dieses hier nimmt, weil wir müssen ja wieder in den zweiten, ne? Wenn ich mal hier hinten jetzt einen K-Sampler wieder nehme, müssten wir ja das Latent Image dahin verbinden können. Dann wäre das so unser Upscaling-Setup an der Stelle. Und wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, wir konvertieren das in eine Group Node und sagen, das ist das Upscale. So, dann ist das Ganze ein bisschen unschön. Und zwar haben wir jetzt nämlich hier vorne zwei VAE-Inputs, die wir ja eigentlich nicht brauchen, weil wir ja intern in dieser Node nur mit einer VAE arbeiten. Also wir könnten jetzt natürlich sagen, wir verbinden jetzt zweimal hier die Geschichte. Das ist aber ziemlich unschön. Und sowas kann man dann ein bisschen handeln, indem man einfach sagt, wir machen jetzt wieder Convert to Nodes, nehmen uns die mal, nehmen eine Reroute und verbinden die mit den VAEs, die hier drin sind. So. Jetzt haben wir einmal hier einen Input, der dann später in zwei Nodes geht und wir sagen Rechtsklick, Convert to Group Node. Wir nennen das Ganze wieder Upscale, überschreiben unser vorheriges Setup und jetzt haben wir nur noch einen VAE-Input. Und ja, das ist dann schon besser, weil wir brauchen jetzt nur noch einmal die VAE verbinden. Müssen wir mal gucken, woher das Images kommt. Wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen, wir haben hier irgendwo einen Image-Input, weil ich gerade nicht sehe, woher der kommt. Wir haben hier unseren Latent Input, wir haben hier das verbunden, wir haben das verbunden, wir haben das verbunden. Es ist ein bisschen komisch, dass er an der Stelle dann meint, wir bräuchten noch einen Images-Input. Aber ich sagte ja, so ganz rund ist es irgendwie noch nicht. Ach, jetzt ist er auch weg. Hatte ich eben noch ein falsches Dings mit drin? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Upscaling-Node gebaut oder eine Gruppe an Nodes gebaut, die ja ziemlich bequem zu bedienen ist. Wir können hier in den Sampler wieder alles reinschmeißen. Wir können von hier aus jetzt das Latent nehmen aus unserer Upscale-Node. Wir sagen 0,5 Denoise. Hier hinten bauen wir eine neue Decode-Node ein. Nehmen die VAE von hier vorne ins Bild. Und jetzt haben wir hier einen relativ komplexen Upscaling-Prozess in eine Node zusammengefasst. Und das Ganze funktioniert dann recht gut. Aber immer ein bisschen darauf achten, dass dass das auch alles so korrekt aussieht und so und sich korrekt verhält, wenn ihr zum Beispiel Inputs auslagert und so. Ganz rund ist es noch nicht. Und in Sachen Templates speichern und so ist es, glaube ich, auch noch nicht so ganz ausgereift. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine Erwähnung wert. So, als nächstes habe ich auf die Frage gesehen, oder öfters, dass
dass es Probleme dabei geben kann, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Setup hier nimmt. Ich wähle nochmal eben einen anderen Checkpoint aus. Bei einem Setup, wo man mehrere Bilder generieren möchte innerhalb eines Batches. Und zwar, wir wissen, das kann man hier unten machen mit der Batch Size. Wenn wir die jetzt mal auf 4 stellen, das Ganze laufen lassen, dann kriegen wir 4 Bilder in einem Run generiert. In Automatic 1111 war es, soweit ich weiß, so, dass dann für jedes Bild, was hier unten in diesem Batch generiert wird, der Seed genommen wird und um 1 erhöht. Das ist natürlich besser, wenn man dann ein Bild aus einem Batch wieder herstellen möchte. ComfyUI verhält sich an der Stelle ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier diese 4 Bilder generiert gekriegt aus dem Batch. Also wo es bei Automatic 1111 so war, dass wir hier zum Beispiel ein Seed 0 haben, dann geht da hin Seed 1, 2, 3. Das ist einfach reproduzierbar. ComfyUI funktioniert da wie gesagt anders, und zwar wird die Batch Size mit in die Verarbeitung des Bildes eingerechnet. Das bedeutet aber auch, wir können jetzt nicht hingehen und sagen, wir möchten das zweite Bild aus so einem Batch wiederhergestellt kriegen, indem wir einfach nur hier den Seed erhöhen oder so. Das funktioniert nicht, weil wenn wir jetzt mal gucken, das ist jetzt unser zweites Bild aus dem Batch. Im Automatic 1111 wäre es dann so, dass das Seed 1 entsprechen würde. Ist es aber nicht. Da gibt es aber einen Trick, den ihr hier anwenden könnt. Ich stelle das nochmal her. Und zwar, wir müssen darauf achten, dass wir die Batch Size mit in die Berechnung des Samplers einbringen. Und es gibt lasst mich mal eben suchen, beziehungsweise es gibt mehrere. Da, ganz oben, da habe ich nicht drauf geguckt. Es gibt in ComfyUI eine Latent from Batch Node. Wenn ihr die bei Batch-Generationen direkt hinter die Empty Latent Image Node hängt, dann könnt ihr hier einmal sagen, der Index. Der Index, das ist, wenn wir jetzt uns mal alle angucken, das ist hier 0, 1, 2, 3. Das ist ein 0-basierter Index. Also jetzt steht er auf 0, das wäre das Bild. Wenn wir den auf 1 stellen, wäre es das Bild. Auf 2 das Bild und so weiter. Mit der Length könnt ihr sagen, wie viele diese Node aus dem Batch nehmen soll. Also mit 1, dann kriegen wir nur Index 0, Länge 1 bleibt nur bei diesem Bild. Index 0, Länge 2 wäre hier 0 und 1 und so weiter. Index 3 wäre 0, 1, 2. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mir erstmal ein Batch an Bildern generieren. Das heißt, wir nehmen die volle Länge, die wir auch hier in der Batch Size haben, mit Index 0 und dann kriegen wir dieselben Ergebnisse wie vorher. Wenn wir jetzt allerdings nur das zweite Bild haben wollen, dieses hier, dann können wir jetzt sagen, wir möchten Batch Index 1 und Länge 1 haben und dann kriegen wir dieses Bild wieder generiert. Das ist dann ein ganz guter oder eine ganz gute Möglichkeit, Workflows weiterzugeben, wo wir nicht immer wieder die komplette Batch Size berechnen müssen, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt aus einer Batch-Generierung die 4 Bilder gehabt, ich möchte aber nur mit diesem einen weiterarbeiten, dann könnt ihr das hier einstellen und dann muss der Sampler auch nur noch ein Bild berechnen. Wir können hier auch nochmal das nächste nehmen. Das ist das mit den, sagen wir mal, mit dem bisschen Grün im Hintergrund. Wenn wir das jetzt wieder zurückdrehen auf 0 und Länge 4, dann generiert er uns wieder 4 Bilder. Und das war das, mit dem bisschen Grün im Hintergrund. Das ist eigentlich dann eine ganz gute Möglichkeit, um zu steuern und zu sagen, ich habe jetzt hier ein Bild generiert, was sehr gut geworden ist. Ich habe aber vorher mit Batches gearbeitet. Vor dem Weitergeben des Workflows stellt die Latent from Batch Node so ein, dass euer Zielbild generiert wurde und dann könnt ihr den Workflow auch weitergeben und ihr zwingt dann die anderen User nicht dafür, immer wieder
alle Batches zu berechnen. Ich meine, mit 4 ist ja noch ganz gut, aber stellt euch mal vor, ihr habt einen 10 Bilder großen Batch oder noch mehr sogar, das hängt ja mal ein bisschen an der Hardware. Das kann dann schon durchaus lästig sein und dann, wenn Leute mit kleinerer Hardware die Bilder generieren wollen, dann funktioniert das unter Umständen nicht und sie wissen ja nicht, welches Bild ihr weitergegeben habt aus einem Batch, der größer ist. So, der vorletzte Punkt ist schon wieder ganz schön lang, ne? Ich muss mal gucken, nach dem Schneiden, wie lang das dann wird. Der nächste Punkt ist, ich werde noch oft gefragt, wie ich denn diese Render-Modes hier hinkriege. Deswegen erwähne ich das nochmal eben. Es gibt in den ComfUI Settings, das ist hier dieser kleine, dieses Cogwheel, dieses Zahnrad. Hier gibt es einen Link Render Mode. Den könnt ihr ganz bequem umstellen und dann ändern sich die Renderings. Ja, gerade auch Neueinsteiger wissen das nicht. Hier kann man das ganz gut umstellen, ganz bequem. So, müsst ihr einmal ziehen. Das ist jetzt die klassische Ansicht. Ich habe ja gerade immer im Moment die lineare Ansicht. Nur, dass ihr es nochmal gehört habt. Ganz kurz am Rande. Und der letzte Punkt in diesem Video ist einfach eine Bitte an euch, wie ihr mit Entwicklern umgehen könnt. Das kriege ich ja auch öfter mit jetzt über den Discord und so. Und Matteo ist ja Entwickler und wir arbeiten da auch immer ganz gut und eng zusammen. Und es ist so, dass viele einen Screenshot der Error-Nachricht posten, die hier immer in Rot erscheint. Und das ist aus Entwicklersicht immer sehr schwer nachzuvollziehen. Deswegen, wenn ihr einen Error habt, geht in eure Konsole, markiert den Error-Text, der steht da drin, und kopiert den und leitet den an die Entwickler weiter. Sei es jetzt in irgendwelchen Discords oder in GitHub oder wo auch immer. Arbeitet nicht mit Screenshots, sondern copy-pastet den Text, der in der Konsole steht. Man kann den Text auch aus dem Screenshot raus oder aus der Error-Meldung hier im ComfUI posten, aber wenn möglich, also bitte geht nicht hin und macht einen Screenshot davon und gebt den Entwicklern, sondern gebt es in Textform. Das macht es den Leuten, die hart dafür arbeiten, Custom Nodes für uns zu entwickeln, wesentlich einfacher, da auch dann die Fehler zu finden. Ne, man hat ja allein beim Screenshot schon eventuell kleine Auflösung, JPEG-Komprimierung, es wird schwer zu lesen. Man muss erstmal gucken, vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen Developer dann, den Text zu nehmen, diese Nachricht ein bisschen umzuformatieren, mit Line Breaks zu versehen, damit sie einfach besser lesbar wird und so. Deswegen kurz und bündig, macht keine Screenshots, sondern kopiert die Textvarianten. Hui, ja, und damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht, aber ja, es waren jetzt so ein paar gesammelte Werke aus den letzten 2-3 Monaten, die ich mir immer mal nebenbei notiert habe und die ich euch zeigen wollte. Und ja, es hat sich anscheinend gelohnt, jetzt mal ein Video dafür zu machen. Mal gucken, ob ich vielleicht zwischendurch immer mal so Videos auch bringe, je nachdem, was so an Fragen reinkommt, wo ich merke, die Fragen treten häufiger auf, dass man die mal hier vielleicht ein bisschen bearbeiten und zeigen und besprechen kann. Und ich hoffe, es hilft euch auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, was dann wieder ein bisschen technischer wird. Aber bis dahin, ja, ich hoffe, es war hilfreich für euch. Macht es gut, wir sehen uns und tschüss.